Hallo zusammen, lieber später als nie habe ich für euch die neue Galaxy Watch 8, aber auch die Galaxy Watch 8 Classic getestet. Sowohl beim Radfahren, Krafttraining als auch beim Laufen habe die Uhr jetzt hier 4 Wochen getragen und möchte so ein bisschen meine Erfahrung wiedergeben. Die Galaxy Watch 8 erscheint dabei in 2 verschiedenen Größen. Einmal hier in 44 mm bzw. 40 mm und bei der Galaxy Watch 8 Classic gibt es nur eine Größe mit 46 mm. Jedes Modell wird dabei einmal in der Bluetooth-Variante und in der LTE-Version ausgeliefert. Ich für meinen Teil habe in beiden Fällen die Bluetooth-Version und die größten Größen der Uhr. Einen interessanten Punkt haben wir dann bei der Software bzw. der Mindestanforderungen. Die Galaxy Watch 8 Classic läuft hier auf Android 11 oder ab Android 11, während die Galaxy Watch 8 nur ab Android 12 läuft. Das heißt, also hier gibt es einen kleinen Unterschied. Insoweit verwunderlich, weil die Softwarebasis als auch dann die CPU-Basis hier der Uhr doch identisch ist. Ich für meinen Teil habe die Galaxy Watch 8 und 8 Classic hier mit dem Pixel 8a getestet, das heißt also mit keinem Samsung-Handy. Das funktioniert auch ohne Probleme. Du musst dafür einfach 2 Apps herunterladen. Einmal die Galaxy Wearable App, damit verwaltest du dann deine Uhr, und natürlich Samsung Health, um dann hier alle Daten zu sehen, die die Uhr hier für dich sammelt. Im Bereich des Displays bekommt ihr bei der Galaxy Watch 8 bei der 40 mm Variante ein 1,3 Zoll großes AMOLED Touch Display, während die 44 mm Variante 1,5 Zoll hat. Das ist auch das größte, was ihr bekommen könnt. Die Galaxy Watch 8 Classic ist zwar hier die größere Uhr, hat aber nur eine Displaygröße von 1,3 Zoll. Alle Modelle werden dann auch mit Saphirglas geschützt. Das heißt also, wenn du mal irgendwo hängen bleibst, hast du auch nicht direkt einen Kratzer in der Uhr. Sowohl bei der Galaxy Watch 8 als auch 8 Classic bekommst du hier eine Displayhelligkeit im Standardmodus von 600 Nits. Aber die Displays können auch bis 3000 Nits hell werden. Das heißt also, auch im Outdoor-Bereich ist überhaupt kein Problem, die Uhren abzulesen. Insgesamt kann man sagen, du bekommst mit der Galaxy Watch 8 in beiden Varianten hier wirklich ein sehr, sehr gutes Display mit einem sehr guten Schwarzwert. Es ist wirklich gestochen scharf, die Farben sind sehr brillant und neben der Apple Watch ist es auch das beste Display, was ihr momentan auf dem Markt auf eine Uhr bekommen könnt. Die Steuerung der Uhren erfolgt hier hauptsächlich über das Touch-Display. Bei der Galaxy Watch 8 Classic bekommst du wieder eine drehbare Lünette, bei dem du hier zum Beispiel durch die Widgets durchscrollen kannst. Diese gibt es aber auch bei der Galaxy Watch 8. Ist aber hier softwareseitig, das heißt also, wenn du hier am Displayrand lang scrollst oder lang wischst, dann hast du auch hier eine Lünette mit dabei. Interessant sind dann auch noch die Tasten. Bei der Galaxy Watch 8 hast du dann 2 Tasten rechts. Die untere Taste ist hauptsächlich hier, um die aktuelle Apps aufzurufen oder die Zurücktaste zu belegen. Die obere Taste kannst du dann aber doppelt belegen, einmal mit Kurzdrücken, einmal mit zweimal drücken. Da kannst du dann auch Apps hinterlegen, sei es jetzt hier von Samsung eigene Apps oder auch Drittanbieter-Apps, die das hier an dieser Stelle unterstützen. Ich habe zum Beispiel hier Google Gemini hinterlegt, damit kann ich sie direkt dann aufrufen. Bei der Galaxy Watch 8 Classic sieht es etwas anders aus. Du hast zwar auch hier die 2 Tasten oben und unten, die kannst du auch genauso belegen wie bei der Galaxy Watch 8. Hinzu kommt aber noch die mittlere Aktionstaste und dabei hast du zum Beispiel die Möglichkeit, den Aktivitätsstart draufzulegen. Es gibt aber auch noch weitere Funktionen, die du dann hier auf die Uhr drauflegen kannst. Generell wirkt das Menü der Uhren hier wirklich sehr aufgeräumt. Du kannst dich bei den Apps einmal zwischen einer Listensortierung oder einem Raster entscheiden. Und was ich ganz gut finde, du hast oben eine empfohlene App-Liste. Das heißt also, da sind dann die meistgenutzten Apps angepinnt. Die kannst du dann auch hier direkt auswählen. Wie gewohnt bekommt ihr natürlich, wenn ihr von rechts nach links wischt, dann auch wieder die Kacheln angezeigt. Diese kannst du dann auch individuell für dich gestalten, wie du es haben möchtest. Und dabei würde ich es empfehlen, über die App einzurichten. Das ist deutlich einfacher auf der Uhr. Und so hast du auch für dich alles in der Übersicht, was du dann haben möchtest. Im Bereich der Sensoren und Konnektivität bekommen wir bei den Uhren dann auch hier einen Bluetooth-Chip verbaut. Dieser dient aber hauptsächlich zur Verbindung zum Handy oder dann auch zum Beispiel den Kopfhörern. Was weiterhin nicht unterstützt wird, sind zum Beispiel Brustgurte oder Radleistungsmesser. Das geht weiterhin nur über die Samsung Health App, beziehungsweise muss dann auch direkt hier da verbinden und die Aktivität starten, um die Daten zu nutzen. Beide Uhren verfügen dann auch über einen barometrischen Höhenmesser. Das heißt also, es werden sowohl Etagen gezählt oder bei der Aktivität selbst dann die Höhen. Und es gibt natürlich dann auch hier einen WLAN-Chip mit an Bord, der dann natürlich auch für den Datenaustausch zuständig ist. Eine sehr große Stärke der Galaxy Watch 8 und 8 Classic ist natürlich hier der smarte Funktionsbereich. Du bekommst natürlich alles angeboten, was man sich hier bei einer smarten Uhr vorstellen kann. Zum einen hast du die Möglichkeit, mit der Uhr dann auch direkt zu bezahlen, sei es jetzt hier über Google Pay oder Samsung Pay. Und wenn du ein LTE-Modell hast, dann kannst du auch dein Handy zu Hause lassen und über die Uhr direkt telefonieren. Das Telefonieren der Uhr geht aber auch mit der Bluetooth-Version. Wenn ein Anruf auf das Handy kommt, kannst du es auf der Uhr annehmen und natürlich dann auch das Telefonat über die Uhr führen. Das ist natürlich dann auch möglich. Hi, grüß dich. Hallo. Kannst du mich soweit gut verstehen? Ist das alles klar und deutlich? Ich kann dich sehr gut
verstehen. Das wäre wie wenn wir mit einem Handy miteinander telefonieren würden oder einem normalen Telefon. Ja, ist sehr interessant, weil wir haben schon einen guten Abstand. Ja, also die Lautsprecher klingen auch wirklich sehr, sehr gut und du bist auch wirklich sehr gut verständlich. Und es ist auch die 3/4 Lautstärke, das heißt also nicht mal die maximale Lautstärke, was geht. Und das ist schon ordentlich. Oh ja, da kannst du dann noch auftreten, wenn die Baustelle nebendran ist. Alles klar. Vielen lieben Dank. Tschüss. Bis dann, ciao. Neben dem Telefonieren hast du auch die Option, hier Sprachmemos aufzuzeichnen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da, beziehungsweise Daumen hoch, das freut mich, und den Algorithmus. Vielen Dank. Und mit der Smart Things Funktion hast du natürlich auch die Möglichkeit, smarte Geräte zu steuern. Das kann ich jetzt an dieser Stelle hier nicht testen, da ich hier keine smarten Geräte hier für diesen Bereich nutze. Und dank Google bekomme auch die beste Neuerung auf der Galaxy Watch 8 und 8 Classic. Und zwar ist das Google Gemini. Du kannst es hier nämlich komplett auf der Uhr verwenden. Voraussetzung dafür ist aber, dass du hier auf dem Handy Gemini installierst und natürlich dann hier alle Rechte auf der Uhr freigibst. Und dann hast du die Möglichkeit, zum Beispiel hier die E-Mails zusammenzufassen, welche über den Tag reinkommen sind. Du kannst dann Fragen stellen oder deinen Kalender verwalten und das macht hier Gemini wirklich sehr, sehr gut. Und bei einer Smartwatch ist natürlich dann immer interessant, was für ein App Store dahinter ist. Und bei einer Galaxy Watch 8 ist es natürlich dann hier auch der Google Play Store, der natürlich hier alle Möglichkeiten gibt, hier deine Uhr zu individualisieren. Sei es jetzt zum Beispiel das Krafttraining, die App Heavy, wo du dann auch deine Pläne hinterlegen kannst und das nicht durchführen kannst. Oder wenn du zum Beispiel jetzt mit Outdoor Active unterwegs bist, kannst du dann auch hier Offline-Karten herunterladen und diese dann hier nutzen auf deiner Uhr, weil die Uhr selbst hat hier zum Beispiel keine Möglichkeiten, während der Aktivität dich navigieren zu lassen und das kannst du natürlich hier mit dem App Store ergänzen. Samsung legt auch einen großen Wert auf Aktivitäten bzw. Fitness-Tracking oder alles, was mit dem Thema Fitness zu tun hat. Und so unterstützt die Galaxy Watch 8 und 8 Classic natürlich auch hier Samsung Health mit all den Möglichkeiten, die es hier gibt. Zu einem hast du natürlich die Möglichkeit, mit der Uhr einmal Schritte aufzuzeichnen, als auch Stockwerke bzw. Aktivkalorien werden ebenfalls getrackt und natürlich dann auch die Aktivitätszeit. Und dabei sind die Schritte auch sehr plausibel. Auch bei den Stockwerken kann ich nichts aussetzen. Einzig die Aktivkalorien sind ja etwas zu hoch, so etwa 15-20% höher als mit meinen vergleichbaren Uhren. Galaxy Watch 8 und 8 Classic auch die Möglichkeit, hier Stress zu messen. Besser gesagt, du bekommst einmal hier eine schöne Grafik angezeigt auf einem Überblick, aber dann das Ganze dann auch nochmal im Detail. Darüber hinaus gibt es dann auch einen optischen Herzfrequenzsensor, der kontinuierlich hier deine Daten misst. Du hast dann auch die Möglichkeit, hier auch Hoch- und Tiefwarnung einzustellen für deinen Pulsbereich und es gibt natürlich dann auch hier eine Blutsauerstoffmessung. Und wie es bei einer guten Fitnessuhr dazugehört, bekommst du natürlich dann auch ein Schlaftracking angeboten. Da siehst du einmal im Detail anhand des Schlafscores, ob es gut oder schlechter Schlaf war. Du bekommst natürlich dann auch weitere Details im Widget und es gibt dann auch ein sogenanntes Schlaftier beziehungsweise auch einen Schlafcoach, der dabei hilft, hier ja besser zu schlafen, beziehungsweise es werden auch Analysen deines Schlafes hier durchgeführt und es ist dann wirklich sehr interessant hier, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, um den Schlaf zu optimieren. Und die Galaxy Watch 8 und 8 Classic hat auch keine Probleme, hier Nickerchen zu erkennen. Das hat immer funktioniert, ohne Probleme. Auch die Einschlafphasen, auch Wachphasen, das hat immer sehr gut gepasst. Also ich kann hier am Schlaf oder Schlaferkennung bei der Uhr hier nichts aussetzen. Und neben dem Sleep Score bekommst du dann auch, wenn du morgens aufwachst, einen sogenannten Energiewert angezeigt. Der sagt dir einfach, wie fit du für den Tag bist. Faktoren dafür sind natürlich dann der aktuelle Schlaf, aber dann auch der Schlaf in der Vergangenheit und wie aktiv du dann in den Vortagen warst. Und natürlich wird dann auch die Herzfrequenzvariabilität ausgewertet, um dann hier zu erkennen, okay, brauchst du hier ein bisschen mehr Pause oder auch nicht. Generell muss ich auch sagen, der Energiewert ist etwas besser geworden als noch im Vorjahresmodell oder bei der Vorjahressoftware. Dieser war immer sehr weit oben, zwischen 80 und 90 und jetzt habe ich auf jeden Fall auch deutlich tiefere Werte bekommen, gerade wenn die Nächte auch wirklich schlecht waren. Einziger Nachteil, der Energiewert ist leider kein dynamischer Wert, das heißt also, wenn du einen stressigen Tag hast, passt dieser Wert sich leider nicht an. Da würde ich mir einfach wünschen, dass Samsung hier das Ganze nochmal etwas dynamischer gestaltet. Neben dem Energiewert bekommen wir auch noch 3 weitere Werte, einmal den sogenannten AGE-Index, der soll dir einfach als Indikator zeigen, wie deine Stoffwechselfitness ist, als auch den Antioxidan-Index, der soll einfach zeigen, wie die freien Radikale sind, beziehungsweise bist du jetzt gut oder schlecht aufgestellt. Das Ganze kommt dann zum Beispiel durch Alkohol, Stress, Rauchen oder übermäßiges Essen zustande. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Gefäßbelastung, die einfach euch ja die Blutgefäßbelastung zeigen soll. Und das ist natürlich auch ein Indikator für Krankheiten bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dabei muss ich sagen, man bekommt hier zwar Werte angezeigt, aber so einen richtigen Mehrwert kann ich da wirklich jetzt nicht erkennen. Ja, man muss auf jeden Fall was machen, wenn man sich jetzt schlecht ernährt oder wenn man raucht, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Wert es wirklich immer so gut misst. Die Werte fühlen sich für mich insgesamt etwas willkürlich an.
Und da würde ich eher sagen, geht zum Arzt und lasst euch mal richtig durchchecken oder macht euren jährlichen Gesundheitscheck, als sich dann hier auf solche Parameter mit der Uhr zu verlassen, die sowieso als alles einschränkt, dass hier keine medizinischen Werte sind. Ich würde mir lieber an dieser Stelle eine Auswertung der Herzfrequenzvariabilität wünschen, als auch wirklich grafisch dargestellt, weil das sagt einfach viel mehr darüber aus, ob du jetzt hier was getrunken hast oder ob du krank wirst und wie da die Entwicklung ist. Das kannst du wirklich sehr gut aus diesem Parameter ablesen. Und solltest du an dieser Stelle hier kein Samsung-Handy nutzen, zum Beispiel hier das Google Pixel 8, dann kannst du auch hier kein EKG nutzen oder auch die Blutdruckmessung. Das bleibt weiterhin in den Samsung-Handys vorenthalten. Warum man das hier so entscheidet, das ist für mich hier nicht ganz nachvollziehbar. Im Bereich des Aktivitätstracking bietet dir die Galaxy Watch 8 und 8 Classic hier wirklich ein großes Repertoire an Möglichkeiten an. Natürlich sind hier die gängigen Sachen wie Laufen, Radfahren dabei, Krafttraining wurde unterstützt. Du kannst aber auch dann in der Health App weitere Aktivitäten auf die Uhr übertragen. Das heißt also, wenn du die Uhr auspackst und du siehst hier nur eine Handvoll Aktivitäten, dann ist es lange noch nicht alles, was dir hier zur Verfügung steht. Was Samsung mit den neuen Galaxy Watch Uhren überarbeitet hat, ist dann der Laufcoach. Dieser gab es schon in der Vergangenheit, jetzt aber so, dass du einen Einstufungslauf machst und du bekommst dann hier auch dann die Übung für dich dann individuell angezeigt. Nicht mehr so wie früher, wo du alle gesehen hast, du konntest irgendwas auswählen. Nein, du hast jetzt eine Art Trainingsplan und der Laufcoach soll dir einfach helfen, dass du schneller, besser und länger laufen kannst. Leider hat das Ganze so etwas einen Haken. Ich habe jetzt hier einen ganz entspannten Lauf gemacht, um einfach mal in ein niedriges Niveau reinzukommen. In diesem Fall war es Niveau 2 und man kann ganz gut sehen, ich kann hier nur 5 Kilometer Läufe machen. Zwar sind Intervalle und Läufe dann auch plausibel, also es macht alles auch seinen Sinn, aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, okay, ich möchte jetzt hier 10 Kilometer laufen oder möchte auf 10 Kilometer trainieren und möchte vielleicht auch mal schon längere Strecken laufen. Das ist leider hier nicht möglich und ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Generell kann man sagen, der Laufcoach orientiert sich dann auch mehr an Anfänger als an Fortgeschrittene. Ein weiterer Nachteil hat man dann bei der Ausführung der Übung. Du bekommst dann hier ein geleitetes Workout, das ist an sich kein Problem. Problem ist nur, wenn du zum Beispiel eine 2 Kilometer Strecke hast, die du laufen sollst und deine Strecke hat aber 3 Kilometer, weil du wieder nach Hause musst, dann hört einfach nach 2 Kilometer der Coach auf, die Aufzeichnung wird beendet und du kannst jetzt nicht sagen, okay, nach 1 Kilometer laufe ich noch, da musst du eine extra Aktivität starten und das finde ich doch dann wirklich sehr schwach, weil wenn ich jetzt noch ein Stück laufen muss, dann würde ich das doch auch gerne hier dann mit aufzeichnen. Und wie wir es von Samsung schon gewohnt sind, gibt es auch natürlich hier wieder in der Health App einige Fitnessübungen, die angeboten werden, die du natürlich dann hier mit deiner Uhr durchführen kannst. Und das Repertoire ist mittlerweile doch schon recht groß. Neben dem Laufcoach hast du aber noch weitere Möglichkeiten, hier mit deiner Galaxy Watch 8 zu trainieren. Zu einem kannst du dann gegen alte Aktivitäten antreten. Die bekommst du dann angezeigt, wenn du in der Nähe bist. Nachteil hier ist aber, wenn du jetzt hier ohne Handy unterwegs bist, beziehungsweise nur mit der Uhr, dass wenn du von der Strecke abkommst, du auch keinen Hinweis bekommst, dass du die Strecke verlassen hast und du weißt auch nicht mehr, bist du jetzt besser oder schlechter als deine Zeit. Das ist zum Beispiel auf der Galaxy Watch Ultra deutlich besser umgesetzt, weil sie auch dann hier Offline-Karten mit an Bord hat. Du hast dann aber noch Möglichkeit, weitere Ziele einzustellen, sei es zum Beispiel ein Zeitziel, ein Entfernungsziel oder ein Kalorienziel oder dann auch Intervalle sind auch möglich zu erstellen. Diese sind aber leider nur auf Entfernung, das heißt also, du kannst auf jeden Fall hier keine Zielpace eingeben. Beim Training selbst bekommst du zum Beispiel beim Laufen alles angezeigt, was du brauchst. Einmal natürlich hier die Herzfrequenzdaten, aber es werden dann auch Laufeffizienzwerte angezeigt. Besser gesagt, du bekommst dann hierzu 2 Balken angezeigt, ob du dann in der Balance bist und auch generell gut läufst. Zahlen werden hier direkt nicht angezeigt, ist etwas vereinfacht dargestellt. Du siehst dann auch eine Übersicht über deine Laufdistanz, aber natürlich dann auch über deinen Kalorienverbrauch. Die Galaxy Watch 8 als auch 8 Classic verfügen dann auch über eine automatische Workout-Erkennung und es ist zum Beispiel fürs Laufen oder fürs Gehen wirklich auch sehr gut umgesetzt. Du bekommst nämlich dann eine Meldung, dass eine Einheit erkannt worden ist, wenn du zum Beispiel spazieren gehst und hast vergessen, dann das Ganze zu tracken. Und die Uhr trackt das Ganze einfach auch schon in der Vergangenheit. Das heißt also, wenn du sagst, ja, ich mache eine Aktivität, dann bekommst du auch die Vergangenheitswerte mit angezeigt, beziehungsweise werden dann schon mit berücksichtigt. Samsung wirbt ja auch damit, dass du mit dem Fahrradfahren hier auch den FTP-Wert ermitteln kannst. Das ist aber hier sehr rudimentär und auch nicht wirklich optimal umgesetzt. Vor allem, wenn du hier einen eigenen Leistungsmesser hast. Ich habe es ja bei der Konnektivität schon erwähnt. Du kannst mit der Uhr direkt keinen Leistungsmesser verbinden. Nein, du musst es über die Health App machen. Und möchtest du am Schluss einen FTP-Wert haben, dann musst du über die Samsung Health App die Aktivität starten. Und auch ganz wichtig, diese muss auf der Health App ausgeführt werden. Sonst bekommst du keinen FTP-Wert. Solltest du sagen, bitte auf die Uhr ausführen, dann hast du, wie gesagt, hier keine Werte. Das habe ich mal ausprobiert. Das war wirklich sehr ärgerlich. Und da fragt man sich natürlich, warum ist hier nicht die Möglichkeit, den Leistungsmesser mit der Uhr zu verbinden? Das ist eigentlich hier mittlerweile zeitgemäß und sollte Samsung doch immer dringend ändern. Ein großes Manko aus meiner Sicht
ist dann aber hier die Übersicht bzw. ein Trainingsfortschritt. Da bekommst du nämlich gar nichts angezeigt in der Health App. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob das in Form Aufbau hast, Form Abbau oder wie es generell um dich steht, was das Trainingsziel angeht. Du bekommst zwar dann auch Auswertungen in den Trainingseinheiten selber und die sind auch wirklich sehr gut aufgearbeitet. Da kannst du auch reinschauen, es sind einige Statistiken enthalten. Aber ob das jetzt ein fortschrittliches Training für dich war, ob es was gebracht hat, ja, das bleibt dir Samsung an dieser Stelle hier leider schuldig. Und wenn wir schon im Bereich der Trainings sind natürlich dann die Akkulaufzeiten interessant. Das ist immer wieder hier ein Diskussionsthema bei den Galaxy Watch Uhren. Samsung gibt hier ja eine Nutzungsdauer für die Uhren im Always-On-Modus bis zu 30 Stunden an. Im abgeschalteten Always-On-Modus sind es dann hier 40 Stunden. Und das ist bei allen Uhren gleich. Das heißt also sowohl bei der Classic-Variante als auch bei der kleinen Galaxy Watch 8 und auch der größeren. Und da Herstellerangaben oft von dem abweichen, was dann die Realität entspricht, habe ich es natürlich dann mal getestet. Einmal auf der Galaxy Watch 8 Classic und dabei war natürlich alles aktiviert. Blutsauerstoffmessung, Schlaftracking, Herzfrequenzmessung kontinuierlich, also alles, was dann hier das Herz begehrt. Und da kam ich auf eine Laufzeit oder eine Nutzung von 1,6 Tagen. Da musste ich die Uhr wieder aufladen. Natürlich hier im Always-On-Modus. Das entspricht zu 38,4 Stunden, also nahe dem, was Samsung hier an Wert angibt. Das gleiche habe ich dann mit der Galaxy Watch 8 in der 44 mm Variante gemacht. Auch da natürlich alles aktiviert im Always-On-Modus. Hier kam ich dann auf eine Laufzeit von 1,5 Tagen. Das entspricht so etwa auch hier 36 Stunden Laufzeit. Es hängt natürlich immer extrem davon ab, was machst du, wie viele Benachrichtigungen kommen rein. Also das heißt, auch da kam ich jetzt an die knapp 40 Stunden Laufzeit, was hier Samsung angibt. Ganz interessant ist natürlich dann auch die Aktivität selbst. Und da habe ich hier mehrere Szenarien. Das erste war das mit dem besten GPS und der Galaxy Watch 8 Classic mit dem Handy. Und da hatte ich einen Verbrauch im Always-On-Modus beim Laufen von 11,42% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von 8,75 Stunden. Bei meinem zweiten Szenario habe ich das Handy einfach mal zu Hause gelassen. Auch hier im Always-On-Modus das Ganze nutzt. Und hier kam ich auf einen Verbrauch von 9,79% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von 10,2 Stunden. Zu guter Letzt habe ich dann noch die Radfahraktivität durchgeführt, bei dem ich das Leistungsmesser hier am Handy verbunden hatte. Und hier gab es dann trotzdem eine Synchronisation mit der Uhr. Und da kam ich im besten GPS mit Handy und Leistungsmessung auf einen Verbrauch von 8,72% pro Stunde. Das entspricht dann einer Laufzeit von 11,5 Stunden. Das heißt also, ihr könnt so mit 8 bis 10 Stunden Laufzeit rechnen, sofern das Always-On-Modus eingeschaltet habt. Sollte das Display hier nicht auf Always-On-Modus stehen, sind natürlich dann auch hier längere Laufzeiten möglich. Und wenn wir schon bei der Aufzeichnung sind, dann kommen wir natürlich auch zum GPS-Track. Die Galaxy Watch 8 als auch 8 Classic verfügt hier über das L1 und L5 GPS-Band. Das heißt also, das beste GPS, was man hier auf dem Markt bekommen kann. Nichtsdestotrotz, es ist nicht mehr die optimalste GPS-Messung, gerade im schwierigen Gebiet. Die Galaxy Watch 8 neigt dazu, hier bei Kurven dann so kleine Bögen zu machen. Das heißt also, mehr rauszufahren. Und das weicht doch dann hier von anderen Uhren mit dem L1 und L5 Band ab. Besser gesagt, die Wege werden hier nicht immer optimal wiedergegeben. Und es führt dann auch dazu, wenn du dann viel im schwierigen Gebiet unterwegs bist, auch in Wäldern, dass du dann eine längere Strecke herausbekommst als zum Beispiel in anderen gängigen Sportuhren. Und wir reden hier von einer Abweichung bei 10 Kilometer von etwa 100 bis 150 Metern. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zur optischen Herzfrequenzmessung während der Aktivität. Und da habe ich dann hier mehrere Läufe durchgeführt. Was man ganz gut erkennen kann, ist, dass die Galaxy Watch 8 manchmal Probleme hat, hier Spitzen wirklich zu erkennen. Gut geschlagen hat sich zum Beispiel dann auch die Galaxy Watch hier bei starken Pulsänderungen. Gerade bei einem Traillauf kann man ganz gut sehen, dass gegenüber einem Brustgurtes dann auch die Werte ja sehr gut erkannt werden. Einzig beim Bergablauf gab es hier und da noch ein paar kleine Abweichungen. Ähnlich sieht es dann auch beim Radfahren aus. Da hatte die Galaxy Watch 8 anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, was die Messung angeht. Aber insgesamt ist es zumindest für eine Smartwatch wirklich ein sehr solider Wert. Anders sieht es dann beim Krafttraining aus. Es werden zwar die Verläufe halbwegs erkannt, aber auch Tiefpunkte wie zum Beispiel bei Minute 24 oder 26 oder auch Spitzen wie bei Minute 10 sind dann doch hier mit der Uhr nicht ganz richtig erkannt worden. Es ist insoweit schwierig, weil du mit der Uhr ja auch keinen Herzfrequenzsensor über die Uhr direkt koppeln kannst, bist du natürlich hier auf die Werte angewiesen, die die Uhr hier misst. Ja, da komme ich dann auch zu meinem Fazit der Galaxy Watch 8 und 8 Classic. Im Bereich der Smartwatch bekommst du hier wirklich eine sehr gute Uhr im Android-Segment angeboten, wenngleich ich die Pixel Watch 3, die 4 konnte ich leider noch nicht testen, etwas besser finde als jetzt hier die Galaxy Watch 8, aber nichtsdestotrotz, du machst hier wirklich keinen Fehlkauf. Anders sieht es aber im Bereich des Sports aus, wenn das für dich der Fokus sein soll. Die Uhr gibt mir einfach viel zu wenig Feedback, wie dein aktueller Trainingsstatus ist. Du kannst zwar FTP-Werte messen, aber keine Sensoren verbinden. Und auch die Samsung Health App ist hier zumindest für den Sportbereich nicht so aufgearbeitet, dass man hier wirklich sehr gute Analysen durchführen kann.
Und da gibt es gerade im Bereich im Android-Segment hier wirklich sehr gute Alternativen. Zu nennen ist hier vor allem Amazfit, die hier preislich sehr attraktiv sind und hier wirklich sehr viel Sportfeedback geben und auch viele Trainingsmöglichkeiten, die dir so eine Galaxy Watch hier überhaupt nicht anbietet. Oder wie schon erwähnt, die Pixel Watch ist natürlich hier auch ein Blick wert. Da ist natürlich die Frage, ob einem die Optik zusagt. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was du von der Galaxy Watch 8 und 8 Classic hältst. Würdest du sie als Sportuhr nutzen oder nur als reine Smartwatch? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn dich noch mehr zum Thema Sportuhren interessiert, ich habe diverse Tests auch schon durchgeführt, da kannst du mal reinschauen, da habe ich eine eigene Playlist für, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist, da siehst du, was hier sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.